Hallo zusammen. In diesem Video werde ich über einen PWM-Drehzahlregler sprechen. Wir werden ihn jetzt anschließen, ich werde demonstrieren, wie er funktioniert, darüber. Dieses Modell kommt ohne Gehäuse und ist praktisch identisch, aber innen etwas anders aufgebaut. Wir werden es auseinandernehmen und uns ansehen. Es gibt auch noch eine solche. Diese Modelle sind für 60A ausgelegt. Die Verkäufer geben 60A an, aber das ist der Spitzenstrom. Das heißt, man kann keine Last von 60A dauerhaft anschließen. Die maximale Dauerlast, das heißt, wenn Sie es anschließen und es über einen längeren Zeitraum läuft, beträgt 40A. In diesem Modell ist auch ein Lüfter eingebaut. Das heißt, er kann 40A bewältigen, aber bei diesem Modell, wenn Sie 40A anschließen, müssen Sie für zusätzliche Belüftung sorgen, um diese Kühlkörper zu kühlen, da er selbst bei 40A stark überhitzen wird. Ich denke, 25 bis 30A ohne zusätzliche Kühlung. Dafür ist dieser PWM-Regler genau richtig. Auf der Platine haben wir Anschlussklemmen und auf der Rückseite haben wir Beschriftungen, Power-Plus, wir legen die Stromversorgung an diese beiden Klemmen an, und an diese beiden Klemmen legen wir die Last an. Hier steht, Motor Plus-Minus. Man kann nicht nur Motoren anschließen, man kann auch Heizelemente, Heizungen anschließen, wenn man sie regulieren möchte. Dieser PWM-Regler ist jedoch für Spannungen von 10 bis 55 V ausgelegt. Das heißt, wenn Sie eine Heizung mit Gleichstrom und einer Spannung von 10 bis 55 V haben, dann können Sie die Heizleistung regulieren. Diese Heizung. Man kann auch Beleuchtung anschließen, LED-Streifen, die Helligkeit regulieren oder Glühlampen. Wir werden es auch jetzt anschließen und prüfen, wie es funktioniert. Das heißt, man kann Leuchthelligkeit regulieren. Es gibt hier auch ein Display, das ist so ein externes an Kabeln. Es gibt genau das gleiche Modell ohne Display. Ich habe es nicht hier, um es zu zeigen, aber ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Und es gibt auch eine Version im Gehäuse, bei der das Display, hier auf der Platine verlötet, bestückt ist. Das heißt, es ist bereits an der Platine befestigt. Dieses hier, kann man irgendwo extern anbringen, installieren. Das heißt, die Platine ist installiert werden, damit es sichtbar ist. Es zeigt den Prozent an, also die Leistung, von 0 bis 100% der zugeführten Leistung. Und das ist unser Potentiometer. Das heißt, es dreht sich mit einem Schalter, ausgeschaltet. Der PWM-Regler liefert keinen Strom. Wir schalten ein und regulieren dann. Nun, lassen Sie uns es zur Demonstration anschließen. Ich werde eine Glühbirne anschließen. Ich werde jetzt zeigen, wie sie funktioniert, wie sich die Helligkeit ändert. Die Lampe, nun 55W, eine 12V Autolampe. Hier ist die Polarität unwichtig. Wir haben die Lampe angeschlossen und verbinden nun die Stromversorgung. Plus-Minus, die Polarität nicht verwechseln, da es sonst durchbrennen könnte. Höchstwahrscheinlich wird es das auch. Ich möchte es nicht überprüfen. Deshalb achten wir streng auf die Polarität. Wir schließen die Stromversorgung an. Fertig. Ich habe das Netzteil mit Strom versorgt. Hier liegen 12V am Eingang an. Hier wählen wir eine der Positionen aus. Für die Lampe ist jede Position geeignet, und wir schalten sie ein. So, hier ist unsere Lampe. Ich werde das Licht dimmen, damit es besser sichtbar ist. Sonntag. Hier haben wir es in Prozent. Ich erhöhe, und die Helligkeit nimmt zu. Und hier sind wir bei 100%, und wir können die Leuchthelligkeit regulieren. Und je nach Helligkeit haben wir, bei 20% einen Verbrauch von 1,6 A. So, wir stellen 50% ein. Wir haben einen Verbrauch von 3,5 A. Und bei 100% verbraucht die Lampe 5,8 A. Nun, ein wenig. Verbrauchen hier 2 Relais, und die Schaltung verbraucht auch etwa 150 mA. So, wir schalten aus. So wird bei uns die Helligkeit mit Hilfe des PWM-Reglers reguliert. Der Beleuchtung. Man kann auch die Leistung einer Heizung regulieren. Wir trennen die Lampe und werden den Motor anschließen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der bei uns nicht die Spannung reguliert. Die Spannung bleibt konstant. Wenn man ein Multimeter nimmt und die Spannung misst, wird sie bei uns ungefähr gleich sein. Jetzt ist es ausgeschaltet. So, ich muss es so positionieren. Die Zahlen gut. Wir schalten ein.
Spannung 12,3, 12,1. Das heißt, wir regulieren, die Spannung fällt nicht auf 5V bei 10%, sie bleibt konstant. Hier haben wir 14%, wir erhöhen auf 50%. Das heißt, die Spannung bleibt ungefähr gleich wie am Eingang. Der PWM-Regler reguliert die Einschaltdauer. Das heißt, er schaltet in Impulsen ein. Und je kleiner der eingestellte Prozentsatz der Umdrehungen ist, zum Beispiel 10% eingestellt sind, dann ist bei uns, wenn man einen Zeitraum betrachtet, die Stromversorgung zu 10% eingeschaltet und die restlichen 90% sind ausgeschaltet. Dieser PWM-Regler arbeitet mit einer Frequenz von 15 kHz. Das heißt, er schaltet sich periodisch ein. Wenn man ihn auf 50% einstellt, ist er die Hälfte der Zeit eingeschaltet, die andere Hälfte ausgeschaltet. Das passiert einfach sehr schnell, er schaltet sich ein und aus. Das heißt, die Spannung wird pulsierend angelegt. Jetzt schließen wir einen Motor an und sehen, wie die Drehzahl mit diesem Modul geregelt wird. So, wir schließen ihn an. Ausgeschaltet. Einschalten. Bei 10% ist die Stromversorgung nicht ausreichend, damit er sich dreht. Bei 18% fängt er. Man kann ihn etwas reduzieren. Das sind unsere minimalen Drehzahlen. Mit dem Schalter können wir den Motor in verschiedene Richtungen drehen lassen. Die Drehrichtung zwischen einer und der anderen Seite umschalten und wir regeln die Drehzahl. Hier sind wir bei 100%, das ist das Maximum. So, wir reduzieren. Das heißt, die Drehzahl wird mit dem Potentiometer geregelt. Und auch der Reversierbetrieb wird mit dem Schalter geregelt. Das heißt, man kann ihn in die eine oder in die andere Richtung drehen lassen. Und schauen wir uns dieses Modul an. Links zu all diesen Modulen werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Wenn jemand ein solches Modul benötigt, kann er es über den Link bestellen. Hier nehmen wir ein Modell im Gehäuse. Wie es hier aufgebaut ist. Ich werde es jetzt öffnen. Hier öffnet sich der Deckel so. Man muss ihn anheben, hier sind zwei Riegel, und er schiebt sich so nach vorne. Geschoben. Der Deckel ist offen, die Platine ist sehr ähnlich. Wenn man vergleicht, sind die Komponenten etwas anders angeordnet. Und hier gibt es einen Anschluss für einen Lüfter. Hier ist unser Lüfter, und er kühlt genau diese Kühlkörper. Ebenso werden zwei Kontakte an den Motor angeschlossen. Und zwei Kontakte für die Stromversorgung. Plus minus. Das ist auf dem Deckel beschriftet, und auf der Platine gibt es auch auf der Unterseite Beschriftungen. Angeschlossen. Wir geben Drehzahl. Mit dem Reversierschalter schalten wir um. Und der Lüfter läuft, kühlt die Kühlkörper, damit die Transistoren nicht überhitzen. Auch bei diesem Modell können dieser Schalter und das Potentiometer von der Rückseite montiert werden. Wenn man diese Öffnung herausbricht, ist hier schon alles vorbereitet. Wir brechen einfach den mittleren Teil heraus, setzen das Potentiometer hier ein und schrauben es fest. Und hier ist der Platz für den Knopf. Auch hier hält sich diese kleine Leiste leicht fest, wir brechen sie heraus und setzen diesen Schalter hier ein. Dann ist bei uns innen alles installiert. Das einzige ist, dass das Display auf der Rückseite sein wird. So ein Modul. Links zu all dem lasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.